Vielleicht bist du bei deinen Kryptokäufen schon über Bitpanda gestolpert. In diesem Video werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der beliebten Kryptobörse und was das Bitpanda-Ökosystem da eigentlich noch so zu bieten hat. Wie du als VIP von den neuen Best Rewards profitieren kannst, all das erfährst du jetzt hier. Ein riesen Dank an dieser Stelle an die Bitpanda-Community, die mir geholfen hat. Das sind alles wie immer meine eigenen Recherchen, keine Gewähr und keine finanzielle Beratung. Bitpanda ist ein Fintech-Unternehmen aus Österreich, welches führende Plattform für digitale Vermögenswerte in Europa sein möchte. Ziel des Unternehmens ist es, das Investieren zu revolutionieren. BEST nennt sich der Token des Bitpanda-Ökosystems. Zum Zeitpunkt des Videos ist BEST auf Rang 230 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von über 210 Millionen Euro. Wie und warum ist Bitpanda eigentlich entstanden? Bitpandas Ursprünge reichen schon bis ins Jahr 2014 zurück. Der Gründungssitz ist in Wien. Die drei Gründer, Erik, Paul und Christian, wollten damals die Einstiegshürden ins vielschichtige Finanzsystem für den Otto-Normalverbraucher reduzieren. Vermögensklassen sollen für Einsteiger und Profis gleichermaßen mittels benutzerfreundlicher Produkte zugänglich gemacht werden. Neben Kryptowährungen bietet Bitpanda über die Plattform auch das Investieren in andere Vermögensklassen ein, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Edelmetalle. Das österreichische Unternehmen startete im Juli 2019 eine große Vorfinanzierungsrunde. In dem damaligen Initial Exchange Offering wurden 500 Millionen BEST-Tokens als Art Gutscheintoken angeboten. Von den 500 Millionen sollen bereits in einem Private Sale davor die bestehenden Gesellschafter des Unternehmens 100 Millionen, also ein Fünftel, gekauft haben. Der Verkauf aller Tokens brachte innerhalb eines Monats etwa 44 Millionen Euro ein. Bitpanda sprach von Europas erfolgreichsten Initial Exchange Offering. Die Exchange von Bitpanda mit dem BEST-Token ging dann kurz darauf im August 2019 live. 8 Jahre nach Gründung kann sich Bitpandas Wachstum in Zahlen sehen lassen. Über 1000 Teammitglieder aus über 50 Ländern mit über 3 Millionen Nutzern. Bitpanda verfügt unter anderem über eine sogenannte PSD2-Zahlungsdienstleister-Lizenz und ist offiziell bei den österreichischen und französischen Behörden eingetragen. PSD2 steht für Payment Service Directive 2 und entspricht der zuletzt 2015 überarbeiteten Zahlungsdienste-Richtlinie in der EU. Wie ist das Bitpanda-Ökosystem aufgebaut? Zunächst erfährst du etwas über den allgemeinen Aufbau von Bitpanda. Danach gehe ich auf 3 Anwendungsbeispiele für Privatinvestoren ein, danach auf Produkte für Profis und Unternehmen. Zum Abschluss dieses kompletten Abschnitts erhältst du nochmal ein paar spannende Partnerschaften und Projekte aus dem Ökosystem. Weil das ein sehr langer Abschnitt ist, findest du die einzelnen Timestamps auch unten in der Beschreibung. Beginnen wir beim allgemeinen Aufbau. Das Thema Investieren, der Abschnitt hier links oben, betrifft jeden Nutzer der Plattform. Die Bitpanda Online-Plattform bildet das Herzstück von Bitpanda. Auf der Plattform kann ein Einsteiger bis hin zum Profi in mehr als 1000 verschiedene Vermögensklassen investieren. Ob Krypto, Aktien, Edelmetalle und Co. Über nur eine App kann ein Nutzer sein Portfolio bereits für wenig Geld diversifizieren. Individuelle Sparpläne, die Bitpanda Akademie und aktuelle Blogbeiträge sollen dich beim Investieren unterstützen. Welchen Use Case bietet Bitpanda nun insbesondere Privatinvestoren? Dazu Use Case 1, die Visa-Debit-Karte. Mit der Bitpanda-Karte kann im Grunde jeder im Alltag mit digitalen Vermögenswerten hantieren. Überall, wo Visa-Kartenzahlung akzeptiert wird, kannst du damit in Echtzeit zahlen. Die Karte ist mit deiner Bitpanda Wallet verbunden, sodass du über die App jederzeit managen kannst, mit welchem Hauptasset du heute deinen Kaffee zahlen möchtest, zum Beispiel mit deinen Bitcoin-Beständen oder deinem digitalen Gold. Das Beantragen einer Bitpanda-Karte ist kostenfrei. Du brauchst dafür grundsätzlich noch keine Mindestmenge an BEST-Tokens zu besitzen. Ebenso kostet dich die Karte keine monatlichen Kontoführungsgebühren. Für das Nutzen der Karte musst du dich allerdings auf Bitpanda verifizieren und Mindestbestände im Wert von 100 Euro auf Bitpanda besitzen. Was dich die Kartennutzung kostet, sind die regulären Trading-Aufschläge, die Bitpanda erhebt, wenn du zum Beispiel ein Krypto in eine Fiat-Währung wie Euro umwandelst und Zahlungen in Nicht-Euro tätigst. Als Beispiel: Du hast dir als Hauptzahlungsasset in deiner App Bitcoin gewählt und bezahlst jetzt beim Einkaufen mit der Karte. An der Kasse akzeptiert die Dame einfach noch kein Bitcoin, daher wechselt dir Bitpanda automatisch den benötigten Eurobetrag aus deinen Bitcoin-Beständen um. Es findet hier also ein Trade von Krypto zu Euro statt. Sei dir im Klaren, dass dies ein steuerpflichtiges Ereignis wäre. Bezahlst du mit Fiat,
und ist deine Karte mit dem Euro-Wallet von dir verknüpft, entstehen natürlich keine Tradinggebühren. Ebenso wäre das Zahlen in Euro nicht steuerpflichtig. Weil das alles ganz schön viel ist. Ich habe dir hier noch einmal auf der linken Seite die Tabelle zu den Grundgebühren eingeblendet und auf der rechten Seite die Tabelle zu den Kartenlimits. Drück einfach auf Pause, um es dir später nochmal jederzeit wieder anzuschauen. Je nach Best VIP-Level erhältst du Kartenvorteile, wie zum Beispiel gebührenfreies Abheben am Geldautomaten, reduzierte Wechselgebühren und Cashback in Form von Bitcoin. Bei Level 5 kannst du hier als Beispiel in der Tabelle unbegrenzt kostenlos Geld abheben und erhältst bis zu 2% Cashback in Form von Bitcoin. Cashback kann immer dann beansprucht werden, wenn du deine Käufe mit Krypto oder Edelmetallen tätigst. Beachte also, wenn du zum Beispiel mit Fiat wie Euro oder USDC zahlst, sind diese Zahlungen vom Bitcoin Cashback Programm ausgeschlossen. Use Case 2 für Privatinvestoren. BEST und sein neues Treueprogramm. Der Bitpanda Ökosystem Token, kurz BEST, hat eine ähnliche Funktion wie der Binance Coin BNB von der derzeit größten Kryptobörse. Wenn du auf Bitpanda etwas kaufst, verkaufst oder tradest, fallen dabei Gebühren an. BEST dient dir hier als eine Art Gutscheintoken, den du gegen bestimmte Vorteile wie zum Beispiel reduzierte Handelsgebühren eintauschen kannst. Handelst du nicht nur einmal, sondern regelmäßig auf Bitpanda, sollst du auch als treuer Kunde belohnt werden. Seit etwa Ende 2021, Anfang 2022 wird stufenweise ein neues BEST 2.0 Treueprogramm eingeführt. Du siehst hier die Liste aus dem Vision Paper. All diese Punkte fallen unter das neue Upgrade. Du hast schon soeben von den VIP-Leveln gehört und den Vorteilen für die Bitpanda-Karte. Die VIP-Level sind 5 Stufen, in die du je nach Menge deiner BEST-Tokens eingeteilt wirst. Ab 10 BEST für das Level 1 wären das bei einem aktuellen Bestpreis von ca. 60 Cent 6 Euro. Auf 2 weitere Vorteile aus dieser Riesenliste aus dem Best-Programm, die ihr euch als Zuschauer gewünscht habt, gehe ich jetzt hier beispielhaft ein. Beispiel 1 aus dem neuen Treueprogramm, die Best Rewards. Wenn du jetzt VIP bist und einmal pro Woche auf Bitpanda tradest, das kann auch ein ganz normaler Trade aus deinem Sparplan sein, kannst du Rewards erhalten. Diese musst du ab Q2 2022 geplant wöchentlich beanspruchen. Die Höhe der Rewards hängt davon ab, in welchem VIP-Level du jetzt bist und wie viel Volumen du tradest. Bei so vielen Zahlen wirst du jetzt eine Tabelle brauchen. Ich erkläre dir an Level 5, wie du maximal prozentuale Rewards erreichen könntest. Zunächst schau dir die Basis-Rewards von 0,10% an. Diese erhältst du eben einmal wöchentlich ab Q2 2022. Die 0,10% beziehen sich auf deine Bestbestände. Der nächste Reward unten drunter ist der VIP-Level-Bonus. Den erhältst du schon ab Level 2. Level 5 bringt zusätzliche 0,10% Rewards. Der dritte Reward ist eine Art Booster-Reward. Dieser Reward hängt jetzt von deinem Trading-Volumen der letzten Woche ab. Tradest du jetzt beispielsweise Krypto mit einem Volumen von über 30.000 Euro, wäre das ein maximaler Booster von 0,075%. Das ist VIP-Level unabhängig. Ich habe dir hier die Prozente in Abhängigkeit vom Trading-Volumen für die Assets Krypto und Edelmetalle eingeblendet. Das sind die aktuellen Rewards zum Stand des Videos. Wenn wir die Best Rewards bei VIP Level 5 addieren, könntest du also im besten Fall 0,275% wöchentliche Rewards beanspruchen. Beispiel 2 aus dem neuen Treueprogramm, der Instant Trade Bonus. Als VIP erhältst du bei jedem Trade sofort Cashback in Form von Best Tokens zurück. Die Höhe dieses Cashbacks ist abhängig vom Trading-Volumen und vom VIP-Level. Je mehr Best du hast, desto höher dein VIP-Level und desto größer die Belohnung. Als Beispiel, bei Level 5 wären das bis zu 0,25% Cashback des Trading-Volumens in Form von Best-Tokens. Dir raucht der Kopf? Keine Sorge. Du musst dir nicht jedes Mal deine ganzen Rewards ausrechnen. Die Bitpanda Community hat genau dafür schon fleißig Rechenmodelle und Übersichten über die aktuellen Tokenomics entwickelt. Links zu 2 beispielhaften Rechentools findest du unten in der Beschreibung. An der Stelle ein Dankeschön an die Community fürs Weiterleiten. Wenn du konkret Fragen zu den Rechenmodellen hast, schreib gerne einen Kommentar unter das Video, sodass dir die Bitpanda Community antworten kann. So, wir kommen jetzt zum dritten Use Case für die Privatinvestoren. Das ist das Thema Staking. Aktuell kannst du, wie du hier siehst, 10 verschiedene Coins über Bitpanda in deiner App staken lassen. In dem Moment, wo du deine Coins stakest, werden diese gelockt. Das heißt,
Du kannst dann mit diesen Beständen nicht frei herumhandeln. Benötigst du deine Coins wieder, kannst du diese bei Bitpanda ohne Mindesthaltefrist auch jederzeit wieder entstaken lassen. Rechts neben den Coins findest du die Schätzung des effektiven Jahreszins. Schätzung daher, weil es einfach je nach Netzwerkstruktur und Auslastung zu unterschiedlichen Schwankungen kommen kann, auf die Bitpanda keinen Einfluss hat. Anhand deines VIP-Levels und der Staking-Dauer auf Basis von 24 Stunden Zeiträumen bestimmt Bitpanda dann die Höhe deiner Rewards. Die maximale API von 27% auf Kusama Staking gilt nur noch in der Early Bird Phase. Diese Phase endet am 7. Juni 2022. Die Rewards werden in aller Regel dienstagsabends wöchentlich ausgezahlt. Beachte, deine wöchentlichen Staking Rewards werden automatisch weitergestaked. Das gilt nicht für die Early Bird Rewards. Was musst du beim Staking über eine Börse allgemein beachten? Staking über eine Börse wie Bitpanda bietet Anlegern grundsätzlich die bequemste Staking-Option. Du musst dich nicht nochmal extra um einen Validator kümmern, kannst dir mit wenigen Klicks deine Rewards abholen. Eine Börse verrechnet die Gebühren für den Staking-Service durch eine Provision, weshalb dich Komfort natürlich auch mehr kostet. Sei dir grundsätzlich bewusst, dass eine Börse als Staking-Anbieter dir niemals die Garantie geben kann, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt die angegebenen Renditen erhältst. Eine Börse hat keine Kontrolle darüber, ob oder wie ein Coin im Preis steigt oder fällt. Im Worst Case können die Wertverluste die Zinsen überwiegen. Auch gibt es nie Garantie, ob ein Netzwerk technisch einwandfrei läuft. Falls du nochmal wissen willst, was hinter den einzelnen Staking-Projekten steckt, findest du auf meinem Kanal Videos zu Cardano, Polkadot und Cosmos. Übrigens, weitere Funktionen des BEST 2.0 Programms sollen bald noch live gehen. Dazu zählt auch das Bitpanda Launchpad. Das Launchpad ist ein Tool, worüber Unternehmen ihre eigenen Tokens einführen können. VIPs erhalten als eine der ersten Teilnehmer Zugriff auf solche Token-Events. Der BEST-Token soll dann als Handelspartner mit einem solchen Drittanbieter-Token fungieren. Der Gedanke, BEST gewinnt somit eine weitere Utility im Ökosystem. Welche Anwendungsmöglichkeiten bietet Bitpanda jetzt Profis, Fachleuten und Institutionen an? Dazu zählen die Bereiche Bitpanda Pro und White Label. Bitpanda Pro, das ist eine regulierte und sichere Kryptobörse, wo sich Profi-Trader und Unternehmer derzeit rund 50 Märkten austoben können. Eine Übersicht über die Handelspaare habe ich dir hier eingeblendet. Ein interessantes Handelspaar ist darunter übrigens auch BEST BTC, wo sich in der ein oder anderen Marktsituation interessante Möglichkeiten ergeben können. Die Tradinggebühren findest du in dieser folgenden Gebührentabelle. Du kennst hier, dass je höher dein Volumen ist, desto niedriger die Gebühren. Handelst du mit einem Volumen von über 20.000 Bitcoin, da wären wir bei Euro im dreistelligen Millionenbereich, dann würdest du nur noch Gebühren von 0,05% abdrücken müssen. Seit Oktober 2021 ist der ehemalige JP Morgan Banker Joshua Baraklov, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der neue CEO von Bitpanda Pro. Baraklov soll Bitpanda Pro auf die nächste Stufe bringen und die neuen Formen des Investierens für traditionelle Banken massentauglicher machen. White Label. Das ist das seit 2021 eingeführte B2B-Produkt für Drittunternehmen. Ob für traditionelle Banken, Fintech, Neobanken, Online-Plattformen und so weiter. Drittunternehmen können die passenden Bitpanda-Services in ihre eigenen Apps oder ihre Plattform integrieren lassen. Dadurch können die B2B-Kunden von Bitpanda wiederum ihren eigenen Kunden 24/7 Zugang zu den digitalen Assets anbieten. Diese Lösung ist eine Win-Win-Situation, wie ich finde, denn Bitpanda gewinnt so auf der einen Seite mehr Nutzer, auf der anderen Seite erhalten die Drittanbieter Zugriff auf Bitpandas Lösungen, wie zum Beispiel die digitalen Sparpläne, mobile Zahlungen und so weiter. Bisher bekannte Partner, die White Label von Bitpanda nutzen, sind der italienische Open Finance Anbieter Fabric. Fabric gehört zur italienischen Bankengruppe Sella. Mit dieser Expansion in den italienischen Markt plante Bitpanda zum Jahresende von 2021 100.000 neue Kunden zu gewinnen. Auch der französische Markt eröffnete sich durch das französische Fintech-Unternehmen Lydia. Lydia selbst hat wiederum über 5,5 Millionen Kunden, die über eine Schnittstelle auf Bitpanda-Dienste im Design der Eigenmarke zugreifen können. So, und als letztes spannendes Projekt in Zusammenhang mit dem Bitpanda-Ökosystem solltest du noch unbedingt ganz kurz von Pantos gehört haben. Pantos ist ein Open-Source-Forschungsprojekt, das vom Bitpanda-Team ins Leben gerufen wurde. Geforscht wird an dem ersten echten Multi-Blockchain-Tokensystem.
Diese neuartige Technologie soll ermöglichen, alle möglichen Tokens zwischen verschiedenen Blockchains zu übertragen, ohne dass sich diese dabei auf Protokollebene vertrauen müssen. Stell dir vor, du kannst dir eines Tages deine passenden Blockchains für deine Tokens aussuchen. Wenn diese Vision erfolgreich verläuft, so würde das einen riesen Fortschritt auf dem Gebiet der Interoperabilität bedeuten. Unterstützt wird das Projekt vom Forschungslabor CDL-Bot. Dieses Labor wird wiederum von der österreichischen Regierung, der Pantos GmbH und der IOTA Stiftung finanziert. Forscher der renommierten technischen Universitäten aus Hamburg und Wien sind auch mit dabei. Die Raiffeisenbank International als Investmentbank und der Austrian Blockchain Center werden als kommerzielle Partner genannt, die künftig auf dem Pantos-Netzwerk aufbauen möchten. Abschließend, was solltest du noch zu den Tokenomics von BEST wissen? Technologisch betrachtet handelt es sich bei BEST um einen ERC20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain ausgestellt wird. Ursprünglich betrug der Maximalvorrat 1 Milliarde BEST-Tokens. Es werden keine neuen Tokens mehr erzeugt. Wir sprechen hier also von einem deflationären Tokenverhalten. 500 Millionen wurde bereits im Rahmen des IEOs ausgestellt, während die restlichen 500 Millionen damals als Reserve von Bitpanda gehalten wurden. Ein besonderer Burning-Mechanismus soll sicherstellen, dass die Menge der 1 Milliarde Tokens sich stetig reduziert. Dem Plan zufolge soll das den Token wertvoller machen. Immer dann, wenn Nutzer ihre Handelsgebühren in BEST zahlen, gehen diese Einnahmen an Bitpanda. Bitpanda burnt von diesen Einnahmen 25%. Das geht dann so lange, bis maximal 75% aller 1 Milliarde Tokens, also 750 Millionen BEST, geburnt sind und eben 250 Millionen übrig bleiben. Die Burns lassen sich als nummerierte BEST-Burn-Events in monatlichen Abständen verfolgen. Bisher haben zum Stand des Videos 13 Burns stattgefunden. Der nächste Burn 2022 findet laut dieser Burning Roadmap am 30. Juni statt. Derzeit gibt es nur noch etwas über 800 Millionen BEST-Tokens. Knapp 200 Millionen sind also bereits für immer vernichtet. Knapp 350 Millionen der 800 Millionen Tokens sind derzeit im Umlauf. Der Rest liegt in Reserve. Mit der Umlaufmenge von 350 Mio kannst du also davon ausgehen, dass etwas mehr als 40% dieser 800 Millionen Tokens auf dem freien Markt verfügbar sind bzw. sich im Besitz befinden von VIPs, Shareholdern oder White-Label-Firmen. Wie kannst du BEST kaufen und aufbewahren? Du kannst BEST natürlich auf Bitpanda erwerben. Dazu holst du dir auf Bitpanda ein Konto, verifizierst dich und lädst Guthaben auf, um dann BEST zu kaufen. Den Link zur Anmeldung habe ich dir hier in die Beschreibung gepackt. Weitere Exchanges für BEST sind Bitfinex oder Bittrex. Deine Tokens kannst du dann in der Bitpanda In-App Wallet aufbewahren. Die App findest du im Google Play Store oder im App Store von Apple für deinen Desktop oder dein Handy. ERC20 Tokens grundsätzlich unterstützen auch andere Anbieter wie das mobile Trust Wallet oder Metamask. Mein persönliches Fazit zu Bitpanda. Folgende Stärken sprechen für Bitpanda. Nummer 1, Seriosität. Bitpanda ist in Europa eine beliebte Kryptobörse. Bitpanda unterliegt der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie AML5 von 2018. Die Plattform wurde bereits von verschiedenen Anbietern wie Chip, Blockbuilders, Finanzen.net, Finanzsache.com oder BTC Echo unter die Lupe genommen. Auf diesen Webseiten wurde Bitpanda als seriöser Anbieter eingestuft. Punkt 2. Die Unternehmenszahlen. Über 8 Jahre gibt es Bitpanda mittlerweile schon, was für ein Unternehmen aus dem Kryptospace vergleichsweise alt ist. Mittlerweile vertrauen rund 3 Millionen Nutzer der Plattform. Bitpanda angelt sich außerdem bereits die ersten europäischen Finanzpartner für die White-Label-Lösung. Punkt 3. Ein strategisches Win-Win-Programm. Durch das neue BEST 2.0 Treueprogramm mit seinen verbesserten VIP-Stufen bindet Bitpanda seine Kunden nachhaltig an das Ökosystem. Punkt 4. Bitpanda ist auch eine Börse für Einsteiger und auch für Nicht-Kryptoliebhaber. Das erreicht Bitpanda durch ein einfaches Design, eine große Auswahl verschiedener Assetklassen wie Kryptowährungen, Edelmetalle, Aktien und Co. Automatische Sparpläne und Bildungsangebote wie die Bitpanda Akademie sollen jedermann die nötigen Soft Skills vermitteln. Punkt Nummer 5. Das Forschungsprojekt Pantos. Pantos zielt darauf ab, einen neuen Standard für sogenannte Cross-Chain-Token-Transfers zu setzen. Bitpanda als Unternehmen fördert durch Initiative an Pantos die Weiterentwicklung in der Blockchain-Welt.
Über Pantos kann eine indirekte Beziehung zwischen Bitpanda und der IOTA Foundation hergestellt werden. Folgende Punkte könnten möglicherweise gegen Bitpanda sprechen. Nummer 1, das Börsenlisting von BEST. Der BEST-Token ist bisher nur auf 2 anderen Börsen, Bitfinex und Bittrex, handelbar. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Luft noch nach oben, denn weitere Listings geben dem BEST-Token börsenübergreifende Utility. Punkt Nummer 2, das Thema Gebühren. Ein Punkt, den die Ratgeber im Test bisher häufiger nennen. Die anfallenden Servicegebühren sind beim Kaufpreis, Handeln oder auch in den Staking Rewards bereits mit inbegriffen. Dadurch werden die Kosten beim Kauf nicht extra ausgewiesen. BTC Echo stuft die Gebühren auf Bitpanda im Vergleich zu anderen Brokern ebenfalls ein wenig höher als durchschnittlich ein. Hier ist es natürlich von Vorteil, als regelmäßiger Nutzer eben deswegen einen VIP-Status zu besitzen. BTC Echo muss hier jedoch fairerweise auch entgegenhalten, dass auf der Profi-Variante Bitpanda Pro die Gebühren günstiger sind. Was mir abschließend bei meiner Recherche zu dem Projekt ganz gut gefallen hat, ist, dass Bitpanda gerade auch Einsteigern beim Thema Investieren in digitale Vermögenswerte abholen möchte, wie eben durch Bildungsangebote und indirekt durch den gewissen Spieleanreiz mit dem Best VIP-Programm. Viele von uns Anlegern wissen häufig einfach noch zu wenig über diese neuen Assets. Dann investieren wir trotzdem fleißig und dann kann es passieren, dass häufig keine größeren Erfolge beim Investieren entstehen. Bitpanda teilt das Wissen zum Investieren mit seinen Nutzern und erhält dadurch auch zufriedene Nutzer zurück. Werde als Anbieter erfolgreich, weil deine Nutzer erfolgreicher werden. Und geht es dem Ökosystem gut, geht es dem Bestpreis bekanntlich immer besser. So, das war mein Video zu Bitpanda. Wie hat es dir gefallen? Wenn du Fragen hast, kommentiere auch nochmal gerne unter das Video drunter. Ich würde mich auch über ein Like, ein Abo freuen. Und wenn du noch mehr über andere spannende Kryptoprojekte erfahren willst, schau dich auf meinem Kanal um. Dort findest du bereits viele andere zahlreiche Kryptoprojekte. Über Twitter halte ich dich auch auf dem Laufenden. Wie immer, schön, dass du dabei warst. Ich bin Miss Krypto von Kryptos fasziniert und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.